Hier ist Manfred von Pitch4 und im heutigen Video erkläre ich euch die Toolbar zum Bearbeiten von Inhalten. Wir sind hier auf unserer Webseite und die Toolbar habe ich dir ja schon im letzten Video gezeigt und den Stift kennst du also schon. Das Pluszeichen, das kennst du auch, damit kann man Inhalte anlegen und der Papierkorb, damit löscht man Inhalte. Und aufgepasst, Inhalte, die du löscht, sind weg. Man kann sie nicht wiederholen, es gibt da keinen Rückgängig-Button. Dann haben wir hier einen grünen Doppelpfeil und dieser dient dazu, um Inhalte zu bewegen und zu verschieben auf der Seite. Du kannst darauf klicken und dann kommen hier ganz viele Platzhalter und hier kommt so ein rotes Symbol, das ist die Stelle, wo der Inhalt sich aktuell befindet. Klickst du darauf, dann wird der Vorgang abgebrochen. Also wir klicken hier rauf und können dann einfach sagen, da soll jetzt der neue Inhalt hin. Klicken, bewegen. Das Klicken ist besonders schön, wenn du auf der Seite etwas bewegen willst und die Seite sehr lang ist. Du klickst, kannst runterscrollen, das geht ja ganz schnell und sagen, da lege ich das jetzt hin. Also klicken und wieder zurück. Du kannst auch anfassen und dann einfach nur verschieben. Geht auch. Bei kleinen Strecken kann man das machen. Bist du auch ganz schnell, aber bei größeren Seiten würde ich immer empfehlen, benutze das Klicken und dann nochmal klicken zum Bewegen. Dieses blaue Symbol mit den beiden Seitendokumenten, der dient dazu, um Inhalte zu kopieren. Und das geht nur über Klicken. Du klickst und sagst, hier kommt die Kopie von meinem Inhalt hin und du siehst, diese Überschrift ist jetzt hier kopiert worden. Also ganz simpel und einfach. Und das löschen wir jetzt wieder. Das Zahnrad lassen wir außen vor, diese Funktion erkläre ich später. Und dieses Symbol hier ist eine sogenannte Inhaltshistorie. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel raufklicke, kommt ein Fenster und zeigt dir an alle vorherigen Versionen dieses Inhaltes. Immer wenn du einen Inhalt speicherst, dann legen wir eine Historie an, eine Kopie und du kannst jederzeit wieder zu dieser alten Version zurück. Ich habe jetzt hier einen lateinischen Text und wenn ich hier raufklicke, dann siehst du, das ist ein deutscher Text, den ich einkopiert hatte und den ich hier an dieser Stelle länger hatte und gelöscht habe ein Stückchen. Und das hier ist unser ursprünglicher Text. Der ist genauso wie der alte, weil ich wieder zurückgesprungen bin. Das heißt, wenn du jetzt hier raufgehst und speicherst, hast du diese Version und wenn du hier raufklickst und dann wieder zurückgehst, dann hast du diese Version. Das funktioniert auch bei Galerien zum Beispiel und auch bei Bildern. Wenn du jetzt also auf die Historie gehst, haben wir hier 3 Versionen. Das ist eine spezielle Galerie und das ist eine andere Galerie. Und zusätzlich kannst du sehen, diese Bilder sind anders. Wenn ich das hier speichere und hier raufgehe, dann siehst du, ich habe hier 10 Bilder. Und wenn ich mir die andere Version hole, das ist diese hier, dann kannst du erkennen, ich habe hier 14 Bilder. Das heißt, das Abspeichern nimmt alle Informationen mit, die zum Inhaltselement gehören und du kannst jederzeit wieder zurückgehen zu einer früheren Version. Das kann manchmal auch schon ein bisschen länger werden. Du kannst sehen, da kommt ein Scrollbalken. Das heißt, hier siehst du verschiedene Varianten von der von der Überschrift. Du kannst das auch schön wegschieben, damit du jederzeit folgen kannst, was da passiert. Ja, da habe ich immer ein bisschen getestet in den Videos, um euch was zu zeigen. Und damit kannst du jederzeit etwas zurückholen, was dir besser gefällt. Wenn du etwas gelöscht hast, innerhalb eines Inhaltselementes, kannst du auch da zu einer früheren Version zurückgehen. Ja, das ist also, was ich euch zeigen wollte zur Toolbar. Und wie gesagt, das Zahnrad machen wir später besprechen. Hier war erstmal Schluss an dieser Stelle. Wir freuen uns auf das nächste Video und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.